Liebe Grüße aus dem heißen Alanya. Ich werde mich gleich in den Schatten verkrümeln. Und ich bin auf ein Video aufmerksam gemacht worden in Bezug auf die Waldorfschule. Tatsächlich, ja, unsere Kinder waren auch auf der Waldorfschule. Knapp 3 Jahre sogar. Und die Waldorfschule zu der Zeit, zu der Gesundheitskrisenzeit, war ein wichtiger Grund, wieso wir überhaupt nach Alanya gekommen sind. Weil ihr euch damals vorstellen müsst, es war auch in der Türkei extreme Maßnahmen und vor allen Dingen in den Schulen. Kinder standardgemäß haben die Maske getragen und es gab Schulen, private Schulen, die TED College zum Beispiel, die hat uns Eltern zum Beispiel ohne gewisse Nachweise nicht mal aufs Schulgelände gelassen. Also wirklich ganz harte Maßnahmen sozusagen, könnte man auch sagen. Und deswegen sind wir dann letztendlich nach Alanya, weil die Waldorfschule wirklich entspannt war. Also wirklich, da hast du die Kinder frei atmen sehen, spielen sehen und hin und her. Und damals zu den Preisen, und ich werde am Ende des Videos, auch im Laufe des Videos, Preise nennen von aktuellen Privatschulen, wie der Stand der Dinge jetzt aktuell ist und auch von uns. Und damals waren 2 Kinder von der Waldorfschule für uns und sie waren in der weiterführenden Schule, also Jahrgänge 5 und 7, waren ca. 5.000 Euro. Umgerechnet, ja, also pro Kind 2.500 Euro pro Schuljahr. Ist voll in Ordnung, aber im Laufe der Zeit sind die Preise so krass explodiert und trotzdem war der Ansturm auf die Waldorfschule extrem da. Die haben sich innerhalb von einem Schuljahr, komischerweise mit uns sozusagen, und darauf folgendes Jahr kam eine Welle von Menschen. Da ist die Schule außer Rand und Band explodiert sozusagen, aus allen Nähten geplatzt. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass die Lehrer, die Direktoren, die Leitung etc. nicht ganz klar gekommen ist, meiner Meinung nach. Und dementsprechend der Unterricht vor allen Dingen nicht stattfinden konnte, so wie es sich eigentlich gehört. Vor allen Dingen, man kann sowieso eine deutsche Waldorfschule nicht mit der Alanya-Schule hier in Alanya vergleichen oder konnte man nicht vergleichen. Das sind Worte von Menschen, die in Frankfurt und Hamburg zu einer Waldorfschule gegangen sind und dementsprechend direkt was dazu sagen konnten. Nichtsdestotrotz ist man auf dieser Schule geblieben und man hat aber festgestellt, dass der Unterricht nicht passt. Die Kinder kommen teilweise wirklich gelangweilt nach Hause, also auch unsere Kinder. Unsere Kinder allerdings hatten nie sich beschwert, dass es zu langweilig ist. Es war einfach nur ein Empfinden. Aber es gab Kinder von anderen Eltern, die uns klipp und klar gesagt haben, die Kinder kommen auf die zu und sagen, ey, es ist so langweilig, ich muss diese Schule verlassen oder ich will woanders hingehen. Die Preise an der Waldorfschule sind im Laufe der Jahre gestiegen und die Leistung ist aber weniger geworden, meiner Meinung nach. Und trotzdem hat man immer wieder die Hoffnung natürlich gehabt, dass es einfach besser wird, dass es weitergehen kann etc. Und letztendlich, Stand der Dinge heute, Ende August 2024, ist es so, dass die Waldorfschule, so wie sie aktuell ist, nicht mehr existiert. Das ist jetzt vielleicht keine Neuheit für viele, aber es gibt eine Waldorf-Initiative. Das bedeutet, ein kleiner Kreis hat sich wohl zusammengeschlossen und will Waldorf-Standard quasi in Alanya weiter aufziehen. Was meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich scheitern wird. Aber die Privatschulen in der Türkei, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, die sind wirklich, es ist schon heftig. Und teilweise könnte man auch sagen, es ist frech. Und da komme ich jetzt einfach mal zu ein paar Zahlen. Von der Waldorfschule, der letzte Stand war so grob 500 Euro im Monat pro Schulkind hatten wir umgerechnet bezahlt, mit Essensgeld und alles. Allerdings jetzt für die Bahçeşehir-Schule zum Beispiel, und das finde ich krass, das muss ich euch richtig mal erzählen. Wir haben im Mai unseren Größten angemeldet und das hat damals, als Ausländer musst du eine Vorauszahlung machen, du kannst nicht in Raten bezahlen, weil das nur mit einer Kreditkarte läuft, die türkisch sein muss, und das bekommst du als Ausländer nicht unbedingt. Und dementsprechend haben wir das dann in Cash quasi bezahlt, beziehungsweise eine Einmalüberweisung getätigt in Tele. Und da war das so, zu dem Zeitpunkt im Mai, das war ein 32er Wechselkurs, glaube ich, waren das umgerechnet ca. 7.500 Euro pro Schuljahr pro Kind. Das waren 246.000 türkische Lira. Und im Laufe der Sommerferien haben wir eine Message bekommen, dass die Büro- bzw. Bücherkosten auch noch zu zahlen sind. Und der Preis,
das hat jetzt wirklich den Rahmen gesprengt und da steigen wir auch aus, weil das ist wirklich frech meiner Meinung nach. Die Zahl werde ich gleich nennen. Möchte aber switchen ganz kurz zu der ÖHEB-Schule, die jetzt in der Waldorfschule drinne ist, in dem Gebäude von der ehemaligen Waldorfschule. Und da gibt es auch die weiterführenden Schulen und da haben wir jemanden, der hat sein Kind dort angemeldet für die 8. Klasse, also weiterführende Schule, 8. Klasse. Und hat bezahlt jetzt vor kurzem, Ende August 2024, 226.000 türkische Lire. Das bedeutet umgerechnet bei dem 38er Wechselkurs jetzt aktuell 5.900 Euro. Alles klar. Was im Monat wiederum bedeutet, was habe ich aufgeschrieben, grob 500 Euro im Monat. Zusätzlich kommen da aber auch Büchergebühren drauf und das waren 4 oder 5 Tüten voller Bücher, also extrem viel. Der Junge soll gesagt haben zu der Mutter, wenn das so ist, dass wir alle Bücher nutzen müssen und es so richtig krasser Drill sein soll, dann wird dieser Junge nicht mehr auf so eine türkische Schule gehen wollen. Also es ist wirklich ganz krass, ganz extrem, heftig. Aber die Gebühren der Bücher voll im Rahmen, finde ich persönlich. Es ist okay. 4.000 türkische Lire, was wiederum bedeutet, das sind grob 105 Euro. Das heißt, pro Kind, pro Schuljahr 6.000 Euro. Im Monat, auf 12 Monate gerechnet, 500 Euro. Ist voll in Ordnung. Was sagst du dazu? Schreib mal gerne rein. Ist das okay? Ist das zu viel? Oder was sagst du dazu? Jetzt kommen wir zur Bahçeşehir-Schule wieder zurück. Dort war unser Preis 7.500 Euro damals zu dem Wechselkurs. Und jetzt vor kurzem kam dann die Benachrichtigung, wir sollen doch bitte die Bücher jetzt langsam besorgen, weil die Schule losgeht. Und wenn ich euch das jetzt sage, dann wirst du wahrscheinlich sagen, was ist in deren Köpfen eigentlich los? 45.000 türkische Lira wollen die von uns nochmal haben, damit wir Bücher kaufen, die nur für ein Schuljahr gelten, die höchstwahrscheinlich noch nicht mal komplett benutzt werden. 45.000 türkische Lira sind umgerechnet 1.200 Euro. Also das ist krass. Das ist heftig, oder? Das heißt, wir wären bei circa 8.700 Euro ungefähr, wenn wir das jetzt gezahlt hätten. Machen wir so aber nicht. Wenn du jetzt aber neu anmeldest, die Kinder, zahlst du nicht mehr die 246.000 türkische Lira, sondern Stand vor circa einem Monat 300.000 türkische Lira und höchstwahrscheinlich nochmal extra die Gebühren für die Bücher. Also dann bist du bei knapp auch 10.000 Euro. Also es ist wirklich meiner Meinung nach schon extrem viel, extrem teuer und man muss sich natürlich auch immer fragen, vor allem Dingen, weil ich auch mit Menschen in Kontakt stehe mittlerweile, die die Türkei wieder verlassen haben, nach Deutschland gegangen sind, egal ob nach Süddeutschland, Mitteldeutschland, Norddeutschland, dass alle Schulen haben gesagt, egal von welcher Schule die jetzt kamen, dass es eigentlich das Kind zurückgestuft werden muss. Das heißt, es muss eine Klasse wiederholen. Und diejenigen, die ich jetzt kenne, die jetzt vor kurzem, erst vor ein paar Wochen, Deutschland wieder betreten haben, die Türkei verlassen haben, haben das so durchgeboxt, dass die Kinder zumindest auf Probe vorrücken können. Nicht die Klasse wiederholen, sondern auf Probe vorrücken können, damit ja, sie eventuell nochmal Nachhilfe nehmen können, damit sie auch kein Schuljahr verlieren. Weil guck dir das doch mal an. Du zahlst jetzt beispielsweise, um eine leichte Summe zu sagen, 5.000 Euro pro Kind pro Schuljahr, gehst dann aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, wieder zurück nach Deutschland und du hast ja Geld bezahlt für dieses Schuljahr und es wird aber nicht anerkannt in Deutschland und du musst das Jahr, was du ja 5.000 Euro bezahlt hast oder in dem Fall vielleicht sogar 10.000 Euro, musst du wiederholen, also das Kind. Also das finde ich schon krass, heftig und dementsprechend, was Privatschulen angeht in der Türkei, sind wir da erstmal raus und schauen uns auf jeden Fall weiter um. Ob Online-Schule auf lange Sicht eine gute Idee ist oder die Lösung, bezweifle ich auch stark. Dementsprechend brauchen wir da eine bessere Lösung und die werden wir finden. Dementsprechend hier mal ein ganz kurzer Eindruck von uns hier aus Alanya, was die Privatschulen angeht. Die Waldorfschule, sie stehen K.O. Es gibt nur noch eine Initiative und die wird wahrscheinlich auf lange Sicht nicht halten. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es auch da weitergeht. Werde euch bestmöglich natürlich begleiten, bestmöglich auf dem Laufenden halten.
Lass gerne dem Video einen Daumen nach oben da, wenn du es noch nicht getan hast. Lass deine Meinung dazu da. Und aber auch gerne kannst du den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren und das Video oder diesen Kanal natürlich auch gerne weiter teilen. Ich freue mich auf das nächste Video. Wenn du Ideen hast, Input hast, Video-Ideen hast, schreib es einfach rein. Wenn du Fragen hast, wir kennen seit Sonntag das neue Format Fragen der Woche. Dann kannst du auch deine Fragen hier reinstellen, damit ich sie am Sonntags immer beantworten kann. Dementsprechend freue ich mich auf dein Feedback. Liebe Grüße aus Alanya. Dein Markus. Du fühlst dich schlapp, müde, bist antriebslos, hast eventuell Probleme mit deiner Schilddrüse und nimmst dauerhaft Medikamente ein, eventuell sogar noch andere Krankheiten, Probleme, die vielleicht mit deiner Schilddrüse was zu tun haben, dann solltest du jetzt hier draufklicken und das Schilddrüsengeheimnis enthüllen.